wie meine Konferenzwoche war. Ja, mein Fazit zur Konferenzwoche, ja, habt ihr viel gelernt. Immer eigene Milch mitbringen, nie wieder bei Wettbewerben mit Cornelius irgendwas machen. Da habe ich auch eine schlechte Nachricht. Kann gar nicht dabei sein im Finale jetzt. Tut mir schrecklich leid, aber das Kostüm wurde geklaut. Konferenzwoche war sehr gut. Für mich viel zu wenige Studierende auf dem Campus. Beim nächsten Mal hoffentlich 1000-mal so viele. Aber sonst fand ich es gut. So, jetzt ja bald Finale. Jetzt hätte ich gut Zeit, wir können anfangen. Wir haben abgegeben. Die Staffel, also die erste Staffel ist durch. Das war besonders. Am Ende, glaube ich, bringt es uns ziemlich weit und zusammen. Finale! Wir haben es geschafft, die letzte Show der 15. Konferenzwoche. Moin, schön, dass ihr heute am Tisch seid. Und wir hier gemeinsam die letzte Sendezeit verbringen und die Mbits nochmal zu euch aufs Sofa nach Hause schicken. Machen wir vielleicht mal ganz kurz eine Bestandsaufnahme. Prüfungsleistung, check, habt ihr alle hinter euch. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Dann, wie sieht's aus? Livestreams. So, ich habe mal geholt, das sind die Karten, die wir jetzt, die letzten Streams hier alle hatten, die Sendepläne, die Fragen. Das also auch, check. Wie sieht es aus mit Hunger? Habt ihr auch mitgebracht? Check, denn wir werden nachher kochen mit Philipp Zitterwart. Der ist drüben gleich hier in einem anderen Studio, das haben wir aufgebaut. Und dann werdet ihr gemeinsam das perfekte Konferenzwochenfinalessen gemeinsam kochen. Was und wie das abläuft, zeigt er euch dann alles. Und natürlich auch noch Top-Gäste fürs Finale. Check. Und da freue ich mich besonders, dass Caroline Stüdermann nämlich heute hier bei uns ist. Schön, dass du da bist. Moin. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Du bist von Viva Con Aqua. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du bei Viva Con Aqua machst. Gerne. Ja, ich bin seit 3,5 Jahren in der Geschäftsführung bei Viva Con Aqua. Und für alle, die Viva Con Aqua nicht kennen, wir setzen uns für sauberes Trinkwasser weltweit ein. Das ist unsere klare Mission. Und in der Geschäftsführung ist meine Aufgabe vor allem so die Gesamtstrategie. Wenn das unsere Vision ist, wir wollen, dass jeder Mensch weltweit Zugang zu Wasser bekommt, wie kommen wir da eigentlich hin? Und dann haben wir die langfristige Strategie und kurzschrittige Ziele, um dann wirklich mit jedem Tag eigentlich unserer Vision näher zu kommen. Wenn ihr jetzt von eurer Vision spricht, wie steht es denn gerade so Status Quo-mäßig um die Wassersituation weltweit? Insgesamt ist es so, dass noch immer 489 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das heißt eine riesige Zahl und vielleicht so als Zahl etwas abstrakt, aber wenn man sich mal überlegt, was bedeutet das? Für uns ist Wasser immer so selbstverständlich, wir machen irgendwie den Hahn auf, haben eigentlich immer Zugang zu Wasser, ganz selbstverständlich. Und dort bedeutet aber die Wassersituation, wenn man keinen Zugang zu Wasser hat, wie es in vielen Regionen der Welt so ist, dass es häufig so ist, dass die Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen können, weil die den ganzen Tag auch mit damit beschäftigt sind, über viele Kilometer das Wasser für die Familie zu holen. Frauen können häufig nicht beruflichen Tätigkeiten nachgehen und insgesamt natürlich die Gesundheit ist von vielen Menschen auch gefährdet. Das heißt, es ist dringend notwendig, dass sich da was verändert. Und was habt ihr denn bisher schon dazu beitragen können als Viva Con Aqua? Ja, Viva Con Aqua gibt es jetzt tatsächlich schon 16 Jahre. 16 Jahre? Ja, es ist total faszinierend, wenn man nur so zurückguckt. 16 Jahre haben wir uns sozusagen immer weiterentwickelt und uns auch immer mehr erweitert. Also es gibt jetzt Organisationen, zum Beispiel in der Schweiz, in Uganda, aber auch in Südafrika und in Mosambik gibt es erste Entstehungen. Das heißt, die Idee ist schon, dass wir als ein internationales Netzwerk werden, die alle die gleiche Vision teilen, nämlich den Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Und in den letzten 15 Jahren haben wir schon 3,6 Millionen Menschen den Zugang zu Wasser ermöglicht, gemeinsam mit Partnerorganisationen zusammen. Das heißt, es gibt dann sowas wie Viva Con Aqua Deutschland und dann auch in anderen Ländern? Oder? Genau. Okay. Ursprünglich hat alles begonnen
direkt in Hamburg. Aus der Idee heraus, wirklich freudvoll die Welt zu verbessern und freudvoll Menschen den Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Ein St. Pauli-Fußballspieler, Benny Adrian, hatte damals die Idee und hat das so gestartet. Und die ganze kreative Energie, die man so kennt aus Hamburg und aus St. Pauli, ist dann irgendwie schnell über die Landesgrenzen hinweg. Und ich weiß, dass auch in Lüneburg es ganz, ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen gibt, die sich für Viva Con Agua engagieren. Ja, ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand an der Leuphana noch nicht aus einer Viva Con Agua Flasche getrunken hat. Laut oder leise. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, tatsächlich. Ja, Also und das Besondere ist, das ist einmal das Mineralwasser, darüber kennen uns viele. Das ist ja auch eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ne? Wie du sagst, einfach das Mineralwasser kaufen und dadurch unsere Wasserprojekte unterstützen. Aber wir haben darüber hinaus auch noch viele andere Angebote. Also wir sind hauptsächlich spendenfinanziert. Als gemeinnütziger Verein ist sozusagen unsere Haupteinnahmequelle Spenden. Aber zusätzlich haben wir so verschiedene wirtschaftliche Geschäftsmodelle auch einfach aufgebaut, um immer wieder Einnahmen zu generieren, um dadurch Wasserprojekte umzusetzen. Dann lass uns doch gleich mal auf die verschiedenen Modelle schauen, die ihr da integriert habt. Und vorher aber vielleicht, das wäre doch ein guter Moment, mal zu sehen, wo das dann am Ende landet und was passieren kann, oder? Gerne. Dann machen wir das so. We are here in one of the Viva Con Agua projects in northern Ethiopia, Debre Marcos area. As you can see, like this huge giant machine was drilling before and we were witnessing the water flowing down. We are promoting clean water, fresh water in both language, English, Amharic, and also we are trying to show the people where this support comes from different part of the world. Different Viva Con Agua members are supporting it, and we are painting, and some of our group members are playing football with the kids. Some of them are interacting with the community. It's interesting. The community is also over there, prepare some bread, food, and some traditional drinks. It's amazing. Idioto. Honestly speaking, you guys are crazy in a nice way. You are doing it because you love doing it, not because you have to do it. I even thought Viva Con Agua was a plastic bottle water company. I was just also expecting some normal Ferengis come to do something and to go back. But the moment you came, the first day, the impression changed, and the second and more, it gets bigger and bigger. Now I feel like I am part of the crew, part of Viva Con Agua. Yeah, I'm trying to be an activist on environment issues and stuff, and I get the chance to see different NGOs acting on the ground, also NGOs having different life problem-solving projects. But my always problem is the sustainability issue with the NGOs. It's all about when the project phase in, they are like making, promoting and stuff. And most of the money goes into the office job, like the administration work. But NGOs like Viva Con Agua, who are doing really interesting thing on the ground, who are not making like fundraising it and sending it to us and like deal with it, no. They just come on the ground, they just do, they are part of it. Also the volunteers, the artists, whoever is coming together with them is super fitting with the environment. I don't feel it's an NGO. I feel like it's some of my friends from Germany or something, they gather up and want to help me and my community. That's how I feel. The moment I just come closer and see this machine, it's not only like huge, it's a huge impact. For the first time in my life, I witnessed how the water is coming from the ground, how the drilling works, how like the engineers also explain it to me clearly, how it works, how their plan is and stuff. It's art. Art is touching everyone from top to bottom. Art connects people. Also the car is supposed to look beautiful because what Viva Con Agua is doing, what the machine is doing is beautiful. The huge thing is like inside satisfaction, you know, like what you are going to benefit. Whatever you put, whatever you do, you see some lives changing. You see some people are living sustainably. You see their change. They are not capable of doing that, and you help. And it's as a human, whenever you help someone, what do you do? What do you feel inside? That you can't buy with money. You just get it by doing it.
Amasagnalo for coming here and always getting involved on such beautiful things. Keep on keeping on. Don't stop. I will be part of it and I will help you forever. Thank you. Das sah schon großartig aus. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, Caroline, wo finden überall Projekte statt von Viva Con Aqua? Ja, das war jetzt ein schöner Einblick in Äthiopien und ich merke immer wieder, wenn ich diese Videos sehe, dass es mich auch immer wieder berührt und das zeigt irgendwie so die Wirkung unserer Arbeit und das ist, glaube ich, auch das, was uns alle total motiviert, uns jeden Tag weiter einzusetzen, weil wir sehen, was das für einen Effekt hat. Wir sind da zum Beispiel aktiv in Äthiopien, in der Amhara-Region, das ist eine besonders trockene Region, das heißt, da brauchen wir so Tiefbohrbrunnen, um wirklich an das Grundwasser überhaupt zu kommen. Das war das, was wir jetzt eben gesehen haben. Genau. Okay. Genau. Und es gibt aber auch viele andere Regionen, wo wir einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Und das finde ich auch so spannend an unseren Wasserprojekten, dass wir wirklich immer ganz lokal schauen, was sind die Gegebenheiten vor Ort, was ist benötigt und dann das Projektdesign danach ausrichten. Zum Beispiel in Tansania haben wir so Nebelnetze, da wird wirklich die Luftfeuchtigkeit genutzt, um Wasser zugänglich zu machen. In anderen Regionen werden Quelleinfassungen gemacht oder aber wenn es viel regnet, gibt es auch so Regenauffangsysteme. Und so schauen wir immer wirklich ganz regional, was es benötigt und passen dann das Projekt an. Das heißt, ein Tiefbohrbrunnen? Ja. Die sind nicht unbedingt in jeder Region geeignet, weil es einfach da dann verschiedene Wetter- oder geografische Voraussetzungen gibt, die da nicht erfüllt werden. Und dann greift ihr zusammen mit den Leuten, die dann am Ende auch das Wasser trinken sollen oder davon verwenden sollen, sprecht euch ab und dann baut ihr das, was genutzt wird. Oder? Genau. Wir sind auch wir haben lokale Projektpartner, auch mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten, die auch sehr erfahren sind in den Regionen. Und wir versuchen auch immer so insgesamt so systemische Effekte auch zu nutzen, dass wir zum Beispiel dann bestimmte Regionen ausbauen, weil dann kann man auch davon profitieren, dass zum Beispiel schon ein Dienstleistungsnetzwerk besteht. Ja. Bei uns ein Wasserprojekt ist auf der einen Seite der Zugang zu Wasser, aber auch zum Beispiel die Sanitärversorgung geht ganz eng damit einher und auch so insgesamt so Hygieneschulung und ein Verständnis für Hygiene überhaupt zu verbreiten. Jetzt ist es aber doch schon irgendwie doch eine prekäre Situation, wenn man eben sich also ich meine, Menschen sterben ja, weil sie kein Wasser trinken können oder weil sie kein Zugang zu Wasser haben. Und gleichzeitig habt ihr aber auch so eine Party-Atmosphärstimmung, wo es echt mit mega barrierearm Pfandflaschen sammeln oder während man irgendwie zum DJ tanzt, kann man gleichzeitig die Welt retten. Was ist das für ein Spannungsverhältnis, in dem ihr euch da befindet? Ja, spannend, dass du das ansprichst. Insgesamt wollen wir wirklich positiv die Dinge angehen, weil du hast es gesagt, natürlich sterben Menschen jeden Tag, weil sie keinen Zugang zu Wasser haben. Tatsächlich von den Zahlen ist es sogar so, dass insgesamt die Todeszahlen wegen Nichtzugänglichkeit von Wasser oder verschmutztem Wasser 5-mal höher sind als die Summe aller kriegerischen Auseinandersetzungen. Also das finde ich schon massiv so von der Zahl und auch erschreckend, wie viele Menschen auch keinen Zugang zu Wasser haben. Und gleichzeitig so dieses Gefühl zu haben, es ist alles so schlimm, das lähmt natürlich auch. Und dann hat man das Gefühl, die Situation ist irgendwie dramatisch, ich kann daran nichts verändern. Und wir wollten das von Anfang an umdrehen. Irgendwie von Anfang an war der Kern von Viva Con Aqua, wir machen dieses Engagement nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern wir wollen positiv die Welt verändern, weil wir daran glauben, dass wir etwas verändern können und weil wir diese Energie auch nutzen wollen, diese positive Energie. Und deswegen ist es für mich auch nicht unbedingt ein Spannungsfeld, sondern Wasser ist ja letztendlich eigentlich der Kern des Lebens, etwas total Positives, Freudvolles und als Essenz des Lebens wollen wir das auch feiern und eigentlich das Positive nutzen, um dann auch gemeinschaftlich richtig viel zu erreichen. Und wenn man zurückguckt, als wir angefangen haben 2005, hatten 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Wasser. Und jetzt haben wir diese Zahl jetzt natürlich mit vielen anderen Akteurinnen auch gemeinsam verändern können. Und das stimmt mich so total hoffnungsvoll, dass wir auch mit jedem Jahr diesem Ziel näher kommen. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil der ganze Tag heute steht eigentlich so um das Motto, welche Rolle nimmt wer in der ganzen Welt ein. Wir hatten vorhin, welche Rolle nimmt die EU ein in der Welt, in verschiedenen Themenbereichen. Vorhin war es Migration. Dann haben wir heute Vormittag gesprochen über feministische Außenpolitik, also auch um Repräsentation. Und jetzt eben ganz konkret vielleicht nochmal darum, wie man selbst in seinem Dunstkreis, das ist ein schönes Wortspiel, fällt mir gerade auf, wie man selbst in seinem Dunstkreis eben die Welt auch verbessern kann. Würdet ihr sagen, dass ihr politisch seid? Oder ist das zivilgesellschaftliches Hauptengagement oder ist das immer politisch? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also wir sind total aktivistisch, vor allem. Also wir glauben wirklich daran, dass jedes
jede einzelne Person einen Rieseneffekt haben kann. Und besonders, wenn sich das sozusagen aufsummiert, dann kann auch aus vielen kleinen Aktivitäten etwas richtig Großes werden. Und deswegen wollen wir auch insbesondere wirklich alle Menschen einzeln ansprechen, weil wir schon auch daran glauben, natürlich braucht es langfristig strukturelle Veränderungen, politische Entscheidungen, auch bestimmte Rahmenbedingungen, um Veränderungen auch wirklich umzusetzen. Aber wir glauben, es beginnt im Kleinen und auch das Kleine hat dann ganz viele Effekte. Und am Ende in den Entscheidungspositionen in Unternehmen oder auch letztendlich in der Politik, überall sind ja auch letztendlich Individuen, die entscheiden. Und wir glauben, dass wir durch dieses aktivistische, positive eigentlich wie so eine Strahlkraft ausüben, dass Menschen Lust haben auf diese Veränderung und dass sie sozusagen nicht aus Zwang oder aus Angst etwas verändern, sondern weil sie so positiv davon angezogen werden und sich daran beteiligen wollen an dieser Veränderung. Du hast eben auch das Stichwort Unternehmer gesagt. Ich habe gesehen, du hast auch in der Mopo, in der Morgenpost, ich habe den Namen sogar, auf ein Wasser mit. Eine Kolumne, genau, wo du auch immer Unternehmer, UnternehmerInnen, VordenkerInnen interviewst. Ist es so, dass, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten oder sowas, aber dass UnternehmerInnen auch vielleicht, also wie gehen die das Thema an? Sehen die das als Teil, es muss vielleicht eine Marketingstrategie sein oder sowas? Oder wie gehen die mit dem Thema um? Also dass es eben nicht Greenwashing ist oder Socialwashing oder sowas. Ja, das Spannende ist natürlich, insgesamt ist Nachhaltigkeit viel mehr sozusagen einfach ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerutscht, was, glaube ich, dem Ganzen schon eine starke Push-Wirkung so verschafft hat, dass sich immer mehr Unternehmen natürlich genau diese Frage stellen, welche Effekte hat eigentlich mein Handeln, meine Logistik, irgendwie auch der Kern meines Geschäftsmodells. In meiner Interviewreihe fokussiere ich mich extra genau auf die Unternehmen, die schon sehr früh verstanden haben, dass sozusagen es nicht um den reinen Profit geht, sondern dass Profit eigentlich immer den Menschen und der Natur dienen muss und sozusagen nie ein Selbstzweck sein darf. Okay. Und die haben mit ihren Geschäftsmodellen häufig, lösen sie entweder direkt gesellschaftliche Probleme oder aber sie schaffen soziale Alternativen am Markt, seien es Dienstleistungen oder Produkte. Und die Reihe soll so ein bisschen so ein Beispiel dafür sein, dass Unternehmen inspiriert werden, was sie verändern können, weil da ist natürlich auch ein riesen Handlungsfeld, dass man wirtschaftliche Hebel auch insbesondere wirklich für soziale Verbesserungen nutzen kann. Da hast du recht. Und vielleicht schauen wir uns nochmal ein zweites Projekt oder Vorhaben an, was ihr nämlich auch umsetzt, was auch mit Wasser zu tun hat, aber vielleicht nicht mit einem Tiefbodenbrunnenbohrer. Schauen wir nochmal rein. My name is Francis Mugoya and I'm leading the programs at Viva Conagua, Uganda. So we are in Karamoja region and specifically in Moroto district. We are at a school called Kaloi Primary School. The whole school has about 345 kids and about 200 came through in our workshop today. They learn about washing their hands, about going to the toilet and not using the bush. The kids were spread out in different workshops. There was art for wash. Now there is dance for wash. Later there will be music for wash. We believe water is a human right, but it is also important to communicate this human right in a very fun way and still keep the learning in there. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen vielleicht einmal? Ja, in dem Video sieht man, finde ich, so schön eigentlich den Kern, den du vorhin auch angesprochen hast, dass Veränderung total freudvoll passieren kann. Und so wie wir hier in Hamburg, in Deutschland, in der Schweiz überall aktiv sind, so aktiv sind wir auch in den Projektgebieten, weil es immer darum geht, auf Augenhöhe gemeinsam etwas zu verändern und dabei total viel Spaß zu haben, also so das Positive zu fördern. Und in dem Video, finde ich, wird so deutlich der Zugang zu Wasser und auch so Themen wie vielleicht Sanitär, die erstmal vielleicht schwieriger sind oder auch schambesetzt sein können, dass man die total positiv angehen kann und dass zum Beispiel, wir nennen das immer die universellen Sprachen, Sprachen, die jeder versteht, sowas wie Sport, Tanzen, Musik, Kunst, das alles verhindert Barrieren. Das sorgt dafür, dass Menschen gemeinschaftlich etwas machen können, dass sie sich verständigen können und dass sie irgendwie so gemeinsam in diesen positiven Fluss an Veränderungen kommen können. Apropos Veränderung und wie man da eben sich einbringen kann. Ich habe ein Spiel vorbereitet, so ein kleines Spiel vielleicht. Das sieht ja auch richtig cool aus, was ihr hier gebaut habt. Also ich muss dazu vielleicht sagen, ich halte es mal in die Kamera rein. Wir haben ja hier alles technisch hoch angebracht. Das ist eine Konstruktion, die ich gebaut habe. Und dann war das Problem so ein bisschen, dass die sich aber immer, die hatte noch nicht die Gewichte, immer auf dieselbe Richtung wieder ausgerichtet hat, weil ich das anscheinend technisch irgendwie nicht so richtig raufgeklebt habe. Und dann hatten wir es vorhin hier und dann hat unser Leon, der jetzt auch gerade mich anschaut, hat das dann noch retten können, dass es eben nicht immer mal auf derselbe Fragen landet, weil ich habe dir 4 Fragen mitgebracht. Und ich dachte, wir spielen eine Runde Flaschendrehen.
Ich leg dir mal hier Habe rum. ich lange nicht mehr gespielt. So. Machen wir mal so. Du darfst an der Flasche drehen und je nachdem, wo sie landet, die Frage beantwortest du dann hoffentlich bitte. Oh, der dreht jetzt lange. Das ist ein gutes Kugellager. Ich bremse vielleicht mal so ein bisschen aus. Ist das jetzt Schummeln? Nee, Naja, ne? du weißt ja nicht, welche Karte wo liegt. Von Ja, daher genau, ist es nicht unbedingt also. Schummeln. So, guck Guck mal, soll ich die nehmen? Na gut, Ja, ich die geht nehme zurück die. auf die. Ja. Mal Okay, sehen, dann lies mal was ab. steht da drauf? denn? Wenn wir uns 2040 wieder hier im Studio sehen würden, was müsste passiert sein, dass du sagst, wir haben unsere Vision erreicht? Natürlich haben 2040 alle Menschen Zugang zu Wasser. Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass wir das schaffen werden. Gleichzeitig haben wir natürlich Herausforderungen, weil die klimatischen Veränderungen ganz stark natürlich auch viele Bereiche auch wieder gefährden, den Zugang zu Wasser. Aber die Frage ist ja positiv gemeint und ich glaube nicht nur, dass alle Menschen Zugang zu Wasser haben, ich glaube auch, dass wir eine riesige Gemeinschaft an Menschen sind, die gemeinsam für Wasser einstehen und das heißt auch Wasserressourcen schützen und ein sehr hohes Bewusstsein dafür haben, was Wasser für ein Luxusgut ist. Sehr gut, dann drehen wir mal weiter. Willst du drehen? So? Ja, ich drehe mal ein bisschen vorsichtiger. Das ist nicht so. Ich überbrücke kurz die Pause. Du hast nämlich vorhin noch diese Pfandbecher angesprochen. Das ist ja, Ja, auch genau. etwas, was es überall möglich ist. Pfandbecher-Sammelaktionen und überall auf Festivals kann man dann zum Beispiel seine Pfandflasche spenden für sauberes Trinkwasser. Für sauberes Trinkwasser. Wie kann man sich bei euch in klein einbringen, aber auch das ganz große Guck mal, Rad als drehen? ob du hier genau richtig gedreht hast, zum Beispiel dann eben Pfandbecher. Genau, Wäre auf eine Möglichkeit? allen Veranstaltungen, wir sind das ganze Jahr über auf super vielen Festivals unterwegs, zum Beispiel auch auf dem Lunatic, aber auch auf den großen Festivals, Southside, Hurricane und so weiter. Und da können alle BesucherInnen immer ihren Pfandbecher an uns spenden, das geht dann direkt in sauberes Trinkwasser. Und aber auch, weil ich weiß, dass ganz viele Studierende hier zuschauen, es gibt die Möglichkeit, mit Viva Con Aqua auch auf Festivals zu gehen. Das heißt, man kann mit uns mitkommen und ist dann Teil der Crew, die auf den Festivals die Pfandbecher sammelt. Wir sind dann mit so großen Tonnen unterwegs. Ah ja, habe ich schon gesehen. Wir sind ja, immer genau. eine super coole Gruppe, manchmal 40, 50 Ehrenamtliche, die dann alle zusammen campen, über das Festival ziehen, Becherjäger und Jägerinnen, die dann wirklich auf Becherjagd gehen und ganz viel auch berichten über sauberes Trinkwasser. Wir haben dann immer einen großen Infostand, berichten über unsere Projekte und das kann ich jedem nur empfehlen, der im Sommer noch nicht so genau weiß, was könnte ich Tolles machen, kommt mit Viva Con Aqua auf ein Festival. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Kann ich auch nur nahelegen. Man sieht die ja immer auf Festivals rumlaufen und gleichzeitig eine gute Stimmung haben. Eine Frage machen wir noch, oder? Na gut, gucken wir mal sehen, was hier noch kommt. Gott, ist das spannend. Ich drehe das noch mal ein bisschen weiter hier runter. So. Schluss. Schluss. Nein. Okay. Den hier, oder? Machen wir den da. Komm, ja, ist gut. Wenn man an einigen Punkten Schritte vorangeht, kann man global viel erreichen. Ohne wen würde Viva Con Aqua, so wie es ist, heute nicht existieren. Und da müsste ich ganz, ganz viele Menschen aufzählen. Okay. Wir haben vorhin in dem Video auch einige Prominente gesehen. Natürlich haben wir total viele prominente UnterstützerInnen, zum Beispiel jetzt irgendwie Finn Kliman, Fußballer, Fußballerinnen, MusikerInnen. Und das ist total wichtig, weil die zum Beispiel auf Bühnen große Ansagen machen. Wir haben aber auch im Kernteam Menschen, die Viva Con Aqua damals gegründet haben, die immer noch mit 120% voll am Start sind. Und wir haben so viele wichtige ehrenamtliche Gruppen. Ganz vorneweg die Crew Lüneburg. Ich möchte da auch mal einen lieben Gruß ausrichten. Grüße gehen raus an die Crew Lüneburg. Ja, die sind so engagiert und die haben auch in Zeiten von Corona, wo vieles nur digital möglich war, so tolle kreative Ideen gehabt und sich weiterhin engagiert für sauberes Trinkwasser. Das heißt, deutschlandweit gibt es ganz, ganz viele Ehrenamtsgruppen, die irgendwie jeden Tag alles dafür geben, um Spenden für sauberes Trinkwasser zu sammeln. Das heißt, eigentlich ist es genau die Gemeinschaft, die Viva Con Aqua so stark macht. Cool. Und ich weiß, dass eine Person, die heute bei uns auch im Studio ist, auch ein Riva sehr groß bei Viva Con Aqua dabei ist, mehr oder weniger. Und zwar Philipp Zitterbart, unser Koch. Und den schalten wir uns vielleicht jetzt schon mal dazu, weil er ist nämlich auch bei Viva Con Aqua dabei, oder? Moin Philipp, da bist du. Moin, hi. Wir können dich gerade noch nicht hören, aber es sieht sehr schön aus bei dir. Sie können mich nicht hören. Jetzt? Kannst du vielleicht so ein bisschen mal pantomimisch zeigen, was du bei Viva Con Aqua machst? Buntes Engagement, Philipp. Echt richtig cool, dass du dich schon so lange für Viva Con Aqua engagierst. Okay, aber ich höre das. Erzähl doch mal, schieß mal los, was machst du bei Viva Con Aqua? Hört ihr mich? Ja, da bist du. Wunderbar. Ja, wunderbar. Hallo an euch beide und an alle anderen auch, die zugucken. Ich bin
auch beziehungsweise ich bin seit 2008 zum ersten Mal auf Viva Con Aqua aufmerksam geworden, auf dem Festival am Chiemsee, damals noch Chiemsee Reggae. Da stand Gentleman auf der Bühne und hat natürlich angeleitet durch Micha Fritz den gröhlenden Massen erklärt, was Viva Con Aqua ist. Und da ich damals oder immer noch ein sehr großer Gentleman-Fan bin, dachte ich mir, okay, wenn das Gentleman sagt, dann muss dran sein. So. Und da ist was dran, haben wir gerade gehört. Sehr cool. Philipp, vielen Dank. Gleich geht's bei dir los. Und an dieser Stelle sage ich aber schon mal ganz herzlich danke, Caroline, dass du heute bei uns im Studio warst. Wir haben viel gehört, wie man sich bei euch einbringen kann. Ganz niedrigschwellig, ganz barrierearm und dann aber eben auch am großen Rad mitdrehen kann. Ich freue mich oder hoffe, dass wir uns 2040 wiedersehen und dann genau da weitermachen, wo wir eben mit eurer Vision geendet sind. Ja, danke erstmal, dass ihr Viva Con Aqua hier die Möglichkeit gegeben habt, dass ihr da so viele Einblicke erhalten konnten, alle ZuschauerInnen. Und ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Menschen über das Jahr hinweg Viva Con Aqua durch ihr Engagement unterstützen. Das kann ich auch nur empfehlen. Eine Möglichkeit zum Beispiel, wie wir jetzt bei der Konferenzwoche gesehen haben, heute im Kleinen was zu bewegen, aber gleichzeitig ein ganz großes Rad mitzudrehen. Caroline, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und an dieser Stelle dann würde ich sagen, Philipp, legen wir doch mal los mit dem ersten richtigen Schritt des Konferenzwochenfinalessens. Jo, dann legen wir los. Ich höre mich doppelt, falls das noch jemand interessiert in der Audio. So, das hört man so ein bisschen. Wir machen heute gefüllte Ravioli. Ravioli sind immer gefüllt. Ich muss es rausmachen, sonst höre ich mich und das verwirrt mich sehr. Wir machen heute Ravioli. Die füllen wir mit zweierlei Füllungen. Einmal mit Zwiebeln, Karotten und Sellerie und einmal mit Blattspinat, Champignons und Rosmarin. Wir legen auch schon los mit unserem Teig. Wir brauchen natürlich unseren Teig. Wenn ihr zu Hause jetzt einen veganen Teig macht, dann verzichtet auf die Eier und macht den aus Grieß und Wasser. Also ihr könnt 200 Gramm Grieß auf 80 Gramm Wasser, ist vollkommen ausreichend. Wir machen aber heute gefüllte Ravioli und deswegen brauchen wir ein bisschen einen festeren Teig und wir haben uns für den Teig mit Eier entschieden. Dafür nehmen wir 200 Gramm Mehl. Das sieben wir. Wir sieben es, weil das Mehl fluffiger auf dem Brett liegt und der Teig an sich eine schönere Konsistenz hat. Den Haufen machen wir ein bisschen flach, machen eine Mulde rein. Und in diese Mulde, man kann sich es merken, es sind immer gleich viel Mehlanteile wie Ei. Also bei 300 Gramm Mehl machen wir 3 Eier rein oder bei 200 Gramm Mehl dann eben 2 Eier. Hier haben wir 200 Gramm Mehl. Und das machen wir vorsichtig rein. Wir gucken, dass es, wie jetzt hier der Fall ist, nicht eigentlich auf das Brett geht. Und wir nehmen eine Gabel und arbeiten langsam den Teig, beziehungsweise das Ei, in den Teig rein. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das ordentlich in den Teig eingearbeitet habt, so dass jetzt nichts mehr rechts und links rausfließen kann, nehmt ihr ein bisschen Salz. Ich salze den Teig nicht so ordentlich, also nicht so viel, weil ich nachher natürlich auch in dem Salzwasser, der junge Mann am Herd hat den Knopf im Ohr und hört dich wunderbar. Wir machen jetzt den Teig nicht komplett fertig. Wir haben den jetzt die Eier in das Mehl eingearbeitet. Und jetzt könnt ihr natürlich den Teig ordentlich durchkneten. Das müsst ihr mindestens 10 Minuten solltet ihr den Teig ordentlich durchkneten, dass er die Struktur hat, die ihr wollt. Wenn ihr mit dem Finger leicht rantippt, dann müsste er nicht mehr kleben, dann ist er fertig. Den Teig legen wir jetzt in eine Schüssel, decken den ab und lassen den für circa 1 Stunde ruhen. Und in der Zwischenzeit, wenn der Teig ruht, können wir uns um unsere Füllung füllen, beziehungsweise wahrscheinlich nochmal zurück ins Studio geben.
Ja, wunderbar. Sehr schön, Philipp. Erster Schritt also gemacht, knietet also eifrig weiter. Und während ihr eure Hände und nochmal Mehl und Eier, 300 Gramm, das weiß ich noch, und 3 Eier, das alles durchführt, könnt ihr nebenbei schon mal ein kleines Video schauen, das Schub vorbereitet hat. Die kennt ihr auch schon. Aber ich würde sagen, einfach schaut euch selbst an. Welcome to the Social Startup Circus 2022. Today, it's not just going to be about art, but it will also showcase social startups that work on negotiating a new deal for a more green, colorful, and peaceful society and business world. I think we're ready to start the first pitching video. Half of the world's population menstruates every month and is therefore dependent on hygiene products. So if man has made it possible to invent the internet and fly to the moon, why can't it also be possible to produce an ecological as well as body-friendly tampon? We opt for using a fiber mixture, mainly based on hemp. Now I would like to hand over the microphone to one of the jury members. Yes, also thank you from my side and massive congratulations. This was a great start. I think it's very apparent that this is a clear use case here. Our next project is Youth Lead the Change Germany. We should not take democracy for granted. Otherwise it will be dismantled, taken apart, this piece of art, given its last beat of heart. Let me ask you this. What would you do with 1 million euros in your city? What would you change? Exactly this is the concept of Youth Lead the Change Germany. You have a proven or semi-proven model, right? I mean, if you have cities like Boston or others where this has been implemented, I think this is a huge step that you have already accomplished and you can build already on those shoulders. And now, let's start the video of Lino and Stitch. When Julia and I first started creating unique fashion pieces together, we were continuously on the lookout for lost fabrics. We are two bachelor students from two different disciplines, but with a combined passion, pursuing a sustainable and thoughtful journey in each of our products, using post-consumer waste, combining it with high-quality materials and a fresh and modern aesthetic vision. It's nice because it has this sustainable part, but also political impact or message. Now we have our last presentation. Let's see what they're about. Here you can meet olive farmer Panos. For his grove, Panos has chosen regenerative agriculture to prevent devastating effects climate change has in the Mediterranean. But how can Panos sell the olive oil he produces? Our project, Taikai Olive, aims to do exactly that. How many shares did you distribute in the last year or whatever time period? We purposefully didn't put any of these info in the video to give you a feeling of what this project in generally is about. Thank you very much for the really cool presentation and all of the feedback. That's it from us. Goodbye. Have a lovely day. Wunderbar. Vielen Dank. Wir machen direkt weiter. Und zwar mit Annika Weiser und Daniel Lang. Schön, dass ihr da seid. Moin. Schön. Jetzt auf Deutsch. Jetzt auf Deutsch, ne? Oh, okay. Wie war eure Konferenzwoche? Annika, willst du anfangen? Anders Anders? als in anderen Jahren, auch anders als letztes Jahr. Es ist ja immerhin die zweite digitale gewesen, aber dieses Jahr war irgendwie trotzdem nochmal besonders. Einfach weil die Stimmung, glaube ich, eine andere war. Genau, und das ist immer ein Unterschied zu den Präsenzkonferenzen, sodass ich gar nicht so genau sagen kann, wie es jetzt eigentlich für die Studierenden tatsächlich war, weil ich viel, viel weniger Studierende gesehen habe, als ich sonst einfach auf dem Campus hätte rumlaufen sehen können. Ja, aber das, was ich gesehen habe, war cool. Ich fand die Studiosendung cool, es waren wieder spannende Gäste da und die Präsentationen, die wir gesehen haben, waren auch Aber spannend. ist das jetzt nicht nur, weil ich hier gerade sitze zu den Studien, oder? Aber das vielleicht auch nochmal, auch wenn jetzt diese Konferenzwoche digital war und hoffentlich die nächste dann wieder zum Anfassen ist, die Konferenzwoche bei der Leuphana ist ja was, wo tatsächlich alle Studierenden, aller Semester eigentlich immer nochmal zusammenkommen können, wo dann eben auch mal 5 Semester vorbeikommen, sich einen Talk anhören, zusammensitzen. Also wenn das jetzt vielleicht diese Atmosphäre, die wir die letzten Jahre jetzt gerade nicht hatten, heißt das nicht, dass ihr die nicht nochmal irgendwie nächstes Jahr haben werdet. Daniel, wie war deine Kuvo? Super. Also ich glaube, es gab echt ganz viel Turbulenzen
die niemand gemerkt hat. Und ich glaube, das ist total faszinierend. Und das stimmt, dass es auf der einen Seite, dass dieses Zusammentreffen, dass das nicht stattfindet. Und ich hoffe, das können wir irgendwie realisieren, dass es Dinge gibt im nächsten Semester, wo genau das stattfindet. Aber ich glaube, es kommen andere Zusammentreffen. Also ich glaube, dass viel mehr Lüneburgerinnen, glaube ich, mitgeschaut haben. Und dass Menschen, die sonst nicht hier waren, im virtuellen Raum dabei waren. Das ist, glaube ich, so eine andere Qualität. Und also wie gesagt, ich bin überzeugt, dass wir im Sommersemester feiern auf diesem Campus und viel zusammen machen. Wir holen alles nach, was wir jetzt in Präsenz nicht gemacht hatten. Die Konferenzwoche dreht sich ja hauptsächlich aber um die ganzen Präsentationen, Projekte, die im ersten Semester entstanden sind. So, und heute wollen wir ja die Oscars der Lüneburger Heide verleihen, kann man sagen. So, und ich hatte mal was vorbereitet. Ich bin so ein bisschen wie ein kleiner Salzkristall-Dealer vielleicht. Nicht, dass ich... guck mal. Aber du hast sie gleich alle mitgebracht. Ja, ich muss mir da welche sichern. So, das ist nämlich ein Salzkristall. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass die tatsächlich auch nach Salz schmecken, falls man die probieren möchte. Und der wird heute sozusagen in öfterer Art und Weise verliehen und dazu aber noch mehr. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, Annika, was hat es mit dem Salzkristall auf sich? Was kann man heute gewinnen? Und dann im nächsten Schritt, Daniel, wie seid ihr dazu gekommen, wer heute Salzkristall bekommt? Ich möchte als erstes einmal einen kleinen Disclaimer machen. Niemand im Team hat bei keinem einzigen Salzkristall probiert, ob sie tatsächlich salzig sind. Ja, gut. Genau. Mit dem Salzkristall krönen wir jedes Jahr die, wir sagen, überzeugendsten und kreativsten Projektarbeiten, unter denen, die sich bei uns beworben haben zumindest. Es gibt immer ja auch eine Zahl, die wir nicht kennen. Das heißt, wir bekommen kleine Schlaglichter auf Gruppen, die uns vorstellen, was sie gemacht haben und die uns entweder in der Art und Weise überzeugt haben, wie sie gearbeitet haben, was sie herausgefunden haben oder eben auch, wie sie das dargestellt haben. Wir versuchen ja im Modul einmal so komplett durch den kompletten Forschungsprozess durchzulaufen. Dazu gehört auch die Wissenschaftskommunikation. Das ist das, was wir auf der Konferenzwoche machen und das ist auch ein bisschen das, worauf wir mit dem Salzkristall abzielen. Und wie war das dieses Jahr, Daniel? Gab es viele Projekte, die sich jetzt, ihr habt euch ja eigentlich alles angeschaut, was sich beworben hat, oder? Natürlich. Also klar haben wir alles angeschaut, was sich beworben hat. Annika, hilf mir. Anzahl Projekte, die sich beworben haben, waren... Dutzende, genau. Und wir waren eine super Jury, die auch gut aufgestellt war und so eben einen total spannenden Blick hatte. Also es war auf der einen Seite Annika, die quasi das gesamte Moduljahr organisiert, koordiniert und wissenschaftlich voranbringt. Dann hatten wir Leonie, die viele, viele Jahre jetzt Konferenzwoche, Startwoche mitgestaltet hat. Julius, der auch dabei ist aus dem Methodenmodul, also der so einen intern-externen Blick hatte, und ich. Und dann haben wir die angeschaut und diskutiert und waren uns einig, dass es alles super Beiträge war. Und es wäre jetzt komisch, wenn wir allen Salzkristalle geben würden. Und daher war dann wirklich die Frage so ein bisschen, und wir werden nachher auch erklären, warum die Gewinnergruppen tatsächlich gewonnen haben. Eben, was war speziell, was war anders, was war besonders gut? Also diejenigen, die keinen Salzkristall bekommen haben, wir haben zu keinem der Präsentationen gesagt, war doof, blöd, sondern es war wirklich schwierig. Und ja, glaube ich. Haben wir so ein bisschen rausgekitzelt, was ist denn jetzt das, wo man wirklich sagen kann, das war was Tolles und ist vielleicht auch steht für das, was die Konferenzwoche sein will. Wie war denn die Bandbreite der Themen, die ihr euch angeschaut habt? Ja, krass. Krass. Also genau, wir hatten relativ viele Themen, die Bildung plus X gemacht haben, aber in interessanten Kombinationen. Also Bildung und Naturschutz, Bildung und Low Profit hatten wir. Wir hatten Bildung auch in einer der Gruppen, die sich filmisch auseinandergesetzt haben. Genau, und dann hatten wir aber auch zum Beispiel Ehrenamt, Jugendhaushalt, Themen, die so ein bisschen auch in den Studiosendungen immer mal wieder schon aufgetaucht sind, bis hin zu sowas wie Polyamorie als Gemeinschaftsform. Und was macht das eigentlich mit dem Familienalltag? Also das ist auch ein spannendes Ding als Jury des Salzkristalls. Man lernt immer unglaublich viel dazu. Lebenslanges Lernen. Genau. Da ist ein S dazwischen drin, oder? Lebenslanges, das müsste ich vielleicht auch nochmal lernen. Vielleicht kommen wir einfach mal zum ersten Salzkristall, der verliehen wird. Und zwar, was kann man gewinnen? Einerseits ein Salzkristall als Anhänger. Genau. Und es gibt natürlich auch noch eine Urkunde, die sich alle übers Bett hängen können, gerahmt.
Und alle Gewinnerinnen des Salzkristalls, da kommen auch ein paar S's rein, erhalten noch ein Abo, ein jährliches digitales Abo der Zeitschrift Enorm. Cool, sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Da kann das lebenslange Lernen dann gleich weitergehen. Mindestens für ein Jahr. Genau. Genau, und über den ersten Salzkristall haben wir ein bisschen was zu berichten. Wir haben vorhin in der Jury-Sitzung tatsächlich festgestellt, dass es auf jeden Fall eine Herausforderung ist, in diesem digitalen Umfeld sich zu überlegen, wie man präsentiert oder halt eben auch irgendwie aus diesem Muster von einer normalen Präsentation auszubrechen. Deswegen haben wir relativ viele sehr gut gemachte klassische Präsentationen gesehen. Die erste Gruppe, die einen der Salzkristalle gewonnen hat, ist aber aus diesem Muster tatsächlich erfolgreich ausgebrochen oder eben aus dem Weg gegangen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das eine ist, sie haben keine normale Präsentation gemacht. Und das zweite ist, dass sie einfach nicht digital gemacht haben, sondern in Präsenz. Eine der wenigen Veranstaltungen, die tatsächlich in Präsenz stattgefunden haben. Genau, und sie haben einen spannenden und ich glaube aus deren Perspektive auch sehr arbeitsreichen Weg gefunden, sich mit dem Thema ihrer Projektarbeit auseinanderzusetzen. Diejenigen, die heute Mittag schon die Lunchshow geschaut haben, die werden jetzt einiges von dem, was ich höre, vielleicht schon mal gehört haben. Die Gruppe hat sich nämlich mit der Menschenrechtssituation auf den Philippinen auseinandergesetzt. Und zwar insbesondere mit dem War on Drugs, den der philippinische Präsident führt, mit einem hohen Grad an Unmenschlichkeit und tödlichem Erfolg und tödlichem Ernst. Um dieses Thema, von dem viele noch nicht viel wissen oder gar nichts wissen, ein bisschen greifbar zu machen, hat sie ein Planspiel aufgebaut, über das sie ja heute dann auch schon berichtet haben. Und dieses Planspiel simuliert eine Verhandlung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und genau, weil wir heute Mittag schon ein bisschen was darüber gehört haben, erzähle ich gar nicht so viel über die Gruppe, sondern eher darüber, was uns daran überzeugt hat. Ja, bitte. Genau. Es waren im Prinzip mehrere Punkte. Das eine war, dass diese Herangehensweise, ein Planspiel daraus zu machen, aus unserer Perspektive eine ganz tolle Möglichkeit war, sich in diesen Fall reinzufinden. Und auch die Komplexität so ein bisschen zu reduzieren oder nicht zu reduzieren, aber zumindest irgendwie deutlich zu machen, was da alles irgendwie mitschwingt, auf der politischen, auf der rechtlichen, auch auf der menschlichen Ebene. Und was uns extrem beeindruckt hat, war, wie krass gut die Gruppe vorbereitet war. Also einerseits eben in dem, wie sie sich mit der Situation auf den Philippinen auseinandergesetzt hatte, aber eben dann auch, was man ja wissen musste, um dieses Planspiel durchzuführen, ziemlich genau wusste, was es eigentlich braucht für so eine Verhandlung vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das macht man ja jetzt auch nicht. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Genau. Das heißt, sie haben da einen ganz coolen Weg gefunden, um sich dieses komplexe Thema zu erschließen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, sie sind dann noch auf die Herausforderung gestoßen, dass deutlich weniger Teilnehmende tatsächlich erschienen sind zu dem Planspiel, als eigentlich angemeldet waren. Das heißt, sie haben eigentlich mit viel mehr Teilnehmenden gerechnet, sind extrem souverän mit dieser Situation umgegangen und haben sich überlegt, wie sie das denn jetzt ausgleichen können, sodass, das habe ich vorhin auch in der Jury-Sitzung gesagt, man am Ende auch gar nicht gemerkt hat, dadurch, dass auch die Vorbereitungsmaterialien so gut waren, wer sind jetzt eigentlich diejenigen, die in der Gruppe gerade den Fall schon kennen und Rollen übernehmen und wer sind diejenigen, die da jetzt Teilnehmerinnen an dem Planspiel sind. Genau. Okay. Das war cool. Dann würde ich sagen, ist es soweit, oder? Salzkristall Nummer 1. Und die Gewinnerinnengruppe ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der philippinische Präsident vor dem Internationalen Strafgerichtshof, Ursula Ingal, Mareike Behrens, Jasmin Eggert, Caroline Müller und Paula Richter. Und sie sind uns zugeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Für ihn geht es um Salzkristall und ein digitales Abo der Enorm und eine Urkunde. Genau. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Dankeschön. Schön, Sie freut uns sehr. Genau. Als erstes meine Frage, ich war ja kurz dabei, aber viel zu kurz, weil ich dann wieder weg musste. Deswegen habe ich das Ende nicht mitbekommen. Wie ist Ihr Planspiel ausgegangen? Ja, unsere Chefanklägerin hat auf lebenslänglich plädiert und die Verteidigung hat Freispruch gefordert. Und nach einer kurzen Beratungszeit hat sich unser Richter dann dazu entschlossen, den Angeklagten zu 20 Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen und hat das natürlich sehr gut auf die Argumente und auch Schlussplädoyers von Chefankläger und Verteidiger bezogen und begründet.
Fantastisch. Super. Vielleicht noch eine kurze Frage von mir. Also, ich habe nicht Jura studiert und das hört sich schon auch ein bisschen trocken an, jetzt gleich im ersten Semester. Was hat denn am meisten Spaß gemacht in der Vorbereitung und Durchführung? Ich glaube tatsächlich die Gruppenarbeit zusammen, dass wir viel gemeinsam machen konnten. Wir haben uns wöchentlich 1- bis 2-mal getroffen, haben die Aufgaben dann immer aufgeteilt und uns eingearbeitet und dass man irgendwann merken konnte, okay, wir kommen weiter in diesem Fall voran, weil es schwierig war, Informationen zu finden, irgendwelche Literatur oder auch Internetquellen teilweise auch, weil diese Verhandlung ja so noch nicht stattgefunden hat. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt ja aktuell noch gegen Duterte und diese Hauptverhandlung wird erst in der Zukunft stattfinden. Und deswegen war schwierig, an Informationen zu kommen, aber dass wir dann trotzdem sehen konnten, gemeinsam, dass wir vorankommen und dass wir das dann doch auf die Beine gestellt haben. Wow, umso beeindruckender, was dann am Ende rausgekommen ist. Danke. Und es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Es hat sich gelohnt. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an euch für den Salzkristall. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Planspiel, von dem wir heute schon was gehört haben. Und jetzt nochmal. Euch alles Gute fürs zweite Semester. Dankeschön. Jetzt bitte zurück an gleich in die Küche weiter an Nudeln, Teigformen und Ravioli. Da wird uns Philipp gleich weiter erzählen. Und bei euch bedanke ich mich auch schon mal, beziehungsweise bei dir, Annika, dass du uns heute was erzählt hast zum Salzkristall und vor allem für die Juryarbeit und dass ihr das alles angeschaut habt und heute uns vorträgt. Es war ein großes Vergnügen. Ja, ebenso. Wir machen direkt weiter und an dieser Stelle dann aber erstmal mit dir, Philipp. Wie geht's weiter? Bin ich schon? Ne? Sehr schön. Herzlich willkommen zurück. In der Zwischenzeit, wenn unser Teig geruht hat, habe ich mich schon mal um die Füllung gekümmert. Hier haben wir Karotten, Sellerie und Zwiebeln und Lauch, ein bisschen klein geschnitten, angebraten. Da passt jetzt perfekt. Wenn wir noch ein bisschen Rosmarin, den Rosmarin müsst ihr gar nicht wirklich klein hacken. Ich mag den immer, wenn der so ein bisschen gröber drin ist. Natürlich die Stängel nicht unbedingt, aber wenn er so noch sichtbar ist, finde ich ganz schön. Das bratet ihr einfach ein bisschen an. Noch zusätzlich haben wir eine zweite Füllung. Hier haben wir ein bisschen Pilze angebraten mit ein bisschen Spinat und da geben wir noch ein bisschen Kümmel rein. Während das brät, kümmern wir uns um unseren Nudelteig. Und unser Nudelteig sieht jetzt dann im Endeffekt, sieht er ein bisschen größer aus wahrscheinlich als der hier, aber das ist unser Nudelteig. Den halbieren wir und dann sieht er ungefähr, dürfte er so eine Struktur haben. Den vierteln wir noch und dann geben wir den, wenn ihr keine Nudelmaschine habt, dann nehmt ein Nudelholz, das geht genauso gut, ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber das klappt auf jeden Fall auch. Auf der größten Stufe lasst ihr den Nudelteig durch. Das macht ihr immer 2-mal und dann geht ihr noch eine Stufe geringer und so macht ihr das durch, bis ihr am Endeffekt einen Nudelteig habt, der so aussieht. In der Zwischenzeit kann ich mir ein bisschen hier, da mache ich noch einen Schuss Agavendicksaft für die Süße dran. Dann habt ihr den Nudelteig. Auf diesen Nudelteig, das macht ihr ganz genau 2-mal und dann habt ihr 2 wunderbar aussehende Nudelplatten. Und diese Nudelplatten, wir wollen ja auch ein bisschen was fürs Auge machen, nicht nur fürs Auge, sondern auch für unseren Geschmack. Belegen wir jetzt mit verschiedenen Kräutern. Die Kräuter legen wir einfach so drauf. Schaut da bitte, dass ihr keine Stängel in den Kräutern habt, weil das würde euch beim nächsten Schritt den Teig kaputt machen und ihr hättet Löcher im Teig. Und das wollen wir natürlich bei unseren Raviolis nicht. Jetzt auf den Teig legt ihr die zweite Teigplatte, drückt es ein bisschen an. Oh. Wenn der Teig ein bisschen trocken ist, gar kein Problem, ein bisschen Wasser. Und dann lasst ihr den
hier durchgleiten. Wir schneiden ein Stück ab. Dann habt ihr in den Teig die Kräuter eingearbeitet. Ich habe euch schon mal auch was vorbereitet. Dann sieht es zurechtgeschnitten, sieht es dann so aus. Und habt ihr wunderschöne erstmal Ravioli-Platten, die wir jetzt noch mit unserer Füllung füllen. Den nächsten Step erkläre ich euch, wenn wir wieder zu mir zurückschalten, aber jetzt erstmal ins Studio. Meine Güte, ich krieg schon richtig Hunger. Vielen Dank, Philipp. Wenn das jetzt ein bisschen schnell ging, dann ist das gar kein Problem, weil man kann entweder zurückspulen oder das ganze Stream ist dann auch noch online verfügbar. Das heißt, ihr könnt dann auch morgen noch mal reinkommen zum Beispiel oder nächste Woche, wenn die Eltern zu Besuch kommen und dann mit euren Ravioli-Künsten direkt überzeugen. Also dazu gar keine Sorgen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe jetzt nicht so ein Platzdrückkurbelgerät, dann geht das sicherlich auch mit so einem Nudelholz. Oder mit einem Glas. Oder mit einem Glas. Glas ist gut. Darfst du keins nehmen, was unten so eine Rille hat, dann ist schlecht. Ja, wunderbar, perfekt. Gut, dass wir dich jetzt hier haben, zum Beispiel, Steffi. Schön, dass du da bist. Steffi Hobus, muss ich ja auch eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil so ein vertrautes Gesicht nach dem ersten Semester jetzt schon. Hast du ein Highlight oder sowas aus den letzten Tagen, die jetzt hinter uns liegen? Habe ich ein Highlight. Es ist definitiv meine erste Konferenzwoche mit Kochshow. Ich war gerade ganz begeistert. Du hast gerade gesagt, du hast Hunger gekriegt. Das gilt für mich auch. Und ich habe mir gerade vorgenommen, wie schön, dass wir das in der Mediathek haben. Ja. Ich werde das sicherlich auch nachkochen. Sonst ein Highlight, also für mich gilt, was die anderen schon gesagt haben, es war schon, war eine sehr besondere Konferenzwoche. Gerade durch die weltpolitische Lage lief für mich die ganze Zeit das so durch, so Gedanken, die dem Ganzen eine besondere, würde ich sagen, Tiefe gegeben haben. Wir denken immer in der Konferenzwoche ja auch drüber nach, was heißt es sozusagen aus Forschungsprojekten zum verantwortlichen Handeln, also dem Umstand, dass Wissenschaft ja immer irgendwie transformiert, dann auch was in die Welt zu tragen und das ernst zu nehmen, dass wir verantwortlich handeln wollen. Und da lief dieses Mal für mich immer dieses unten drunter durch, dass ich das so fast körperlich gespürt habe, dass die weltpolitische Lage ja sehr besonders ist. Und das hat dem Ganzen aber nochmal eine ganz besondere Tiefe gegeben. Immer wieder zu überlegen, natürlich kann ich nichts unmittelbar gegen diesen Krieg tun, aber wir können alle unsere Verantwortung wahrnehmen, zu einer besseren Welt beizutragen. Und das war für mich sehr viel intensiver, sehr viel präsenter noch als sonst dadurch. Das war es uns ja auch sehr wichtig, dass man eben konkrete Möglichkeiten hat, in seinem direkten Handlungskreis zu agieren. Und ich finde auch, dass wir mit den wirklich spannenden, klugen Gästen da eben viele Einordnungen bekommen haben, wo die Gegenwart so wirklich auf uns gedrängt hat und gleichzeitig dann aber auch, jedenfalls mir ging es so, nicht den Mut verloren haben, eben über weitere Themen nachzudenken. Und heute wollen wir ja dann eben aber auch die großen Projekte hervorheben, die über diesen ganzen Zeitraum entstanden sind. Und da gibt es ja eigentlich schon, ich greife mal wieder in meine Tasche rein. Haha, ich habe hier was. Haha. Den zweiten Salzkristall, den zweiten Lüneburger Oscar. Tada! Oh, die sind ja groß. Die sind richtig groß. Wenn ich ihn so aus der Nähe das sind sehe. richtige Oschis, echt. Sagenhaft. Die sind riesig. Glasklar. Macht was her. Und während ich den vielleicht hier nochmal in verschiedenen die Lichtbrechung zeige, könnt ihr uns schon mal erzählen, was hat es bei der zweiten Gruppe auf sich? Also ihr habt eigentlich schon zwei total schöne Steilvorlagen gegeben. Also wir haben ein Projekt, eben das Modul heißt ja Wissenschaft transformiert jetzt seit diesem Jahr. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, was heißt das Wissenschaft transformiert? Also es ist so ein heikles Ding, soll denn Wissenschaft transformieren etc. Und ich glaube, die Gruppe hat wirklich in einem ganz, ganz tollen Vortrag und dann in ihrer Arbeit vor allem auch gezeigt, wie das funktionieren kann mit Wissenschaft transformiert. Wirklich ausgehend von einer Analyse vom Problem, einem Verständnis vom Problem, eine Vision entwickelt, die aber auch fundiert ist, auf Daten basiert war und zurückgeschaut hat in einem Backcasting-Approach und sich überlegt hat, wie kann man denn jetzt wirklich diese Vision umsetzen und den Schritt noch weiter gegangen ist, um dann zu sagen, okay, aus all den Erkenntnissen, die wir generiert haben, übrigens zum Thema Green Roofs, also wie können wir Dächer begrünen in Lüneburg, basierend auf dem, was Sie gelernt haben,
eine konkrete Handlungsanleitung oder noch weiter, also ein Produkt generiert, einen Brief, einen vorgeschriebenen Brief an BürgerInnen, MieterInnen in Lüneburg, die sie ihrem Vermieter schicken können, weil das eines der größten Probleme ist, das sie identifiziert haben, dass man ja nicht selbst HausbesitzerIn ist. Und daher kann ich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt das Dach begrüne oder nicht. Also direkt zur Handlung, eine Handlungsmöglichkeit gegeben, dass Menschen so weit gehen können, um ihrer Vermieterin das zu schicken. Also ich war sehr geflasht von dieser Gruppe Go Green or Go Home. Ist es das erste Semester, das Sie studieren? Das haben wir uns auch gefragt. Das haben wir uns auch gefragt, ja. Meine Güte, wow. Ja, wollen wir den Salzkristall direkt übergeben oder wollt ihr noch irgendwas vorher sagen? Super, super, super. Und bleibt bei der Stange und macht weiter so. Dann schalten wir uns vorhin zu und der Salzkristall. Die Namen noch vorher? Ja. Ich sag die Namen noch vorher. Das war die Gruppe Go Green or Go Home. Und die Mitglieder der Gruppe: Marlene Kasara, Michelle Schneider, Katharina Schulze-Höckelmann, Lilly Vohrer, Amelie Eichler. Ganz, ganz herzliche Glückwünsche an die Gruppe. Herzlichen Glückwunsch. Auch für euch natürlich ein Salzkristall, Urkunden und ein digitales Abo der Enorm. Sehr schön. Hallo, ich war ja heute Morgen nur hinter einer schwarzen Kachel versteckt, genau, und habe da reingehört und dann auch keine Frage gestellt. Deshalb nutze ich jetzt die Chance, die Frage zu stellen. Was war denn also eben, das war ein Riesenspektrum an Schritten, also was ich gerade gesagt habe, von der Analyse bis dann zum Produkt. Was war denn für euch am spannendsten von diesen Schritten, die ihr da durchlaufen habt? Ja, hallo erstmal. Auch moin Corny. Schöne Grüße übrigens von Ali aus dem Studio. Ja, moin. Grüße zurück, Ali. Hi. Also ich glaube, für uns war wirklich am interessantesten, mit den BürgerInnen in Lüneburg in Kontakt zu treten. Und wirklich, wir waren noch auf einem Gründach und da haben wir wirklich auch gesehen, man kann dort Zeit verbringen. Der Mann hat uns erzählt, er schaut dort gerne den Sonnenuntergang an. Was aber für uns, glaube ich, wirklich am interessantesten war, weswegen wir auch dann dieses Dokument gemacht haben. Die Leute sind motiviert, aber sie geben irgendwie die Verantwortung ab. Also sie sehen sich nicht bei sich selbst und deswegen haben wir dann eben das mit dem Dokument gemacht. Wow. Klasse. Und nochmal nur kurz zum Verifizieren, ihr seid alle erstes Semester schon, aber, ne? Ja. Ja. Okay, wow. Ja. Also, da habt ihr wahrscheinlich direkt in der Stadtwoche losgelegt, wie es sich so ein bisschen anhört. Herzlichen Glückwunsch zum Salzkristall. Vielen, vielen Dank für das spannende Projekt aus dem ersten Semester. Dankeschön. Und alles Gute für euer zweites. Alles Gute. Ja, wow. Respekt. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und Daniel, ich muss leider an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, dass wir auch in der Stadtwoche gemeinsam hier losgelegt haben und jetzt die Konferenzwoche noch gemeinsam gemacht haben. Ich danke dir, das hat großen Spaß gemacht. Ebenso, ich gebe dir auch mal so ein bisschen rüber. Vielen, vielen Dank. Und wir schalten mal wieder rüber zu Philipp und fragen, Philipp, wie sieht es aus bei dir? Was ist der nächste Schritt? Ja, wir haben jetzt zweimal eine Füllung gemacht. Einmal mit Champignons und Blattspinat und einmal, wie gesagt, mit Karotte, Sellerie und Lauch. Von den Karotten, bitte, wenn ihr ein Grün dran habt, schmeißt es nicht weg, weil daraus machen wir jetzt gleich ein Pesto. Und wir machen die Füllung, die macht ihr einfach ein bisschen von der Füllung in die Mitte, von der anderen Füllung auch. Das zeige ich euch jetzt einfach mal hier, schnell. Wenn ihr Ei habt, müsst ihr aber nicht. Es reicht auch ein bisschen Wasser. Könnt ihr einfach mit dem Finger den Teig ein bisschen befeuchten, einklappen, ein bisschen andrücken und jetzt die Seiten andrücken. So. Und wenn ihr dann eine Gabel habt, die ich natürlich irgendwo liegen habe, dann könnt ihr das Ganze andrücken, beziehungsweise, hier liegt sie, nochmal ein bisschen fixieren. Jetzt sieht sie ähnlich aus wie die Ravioli, die man auf dem Festival isst. Das macht ihr jetzt mit allen und dann habt ihr so wunderschöne Teigtäschchen, die ihr individuell gestalten und füllen könnt. Seid da ein bisschen kreativ, macht einfach das, worauf ihr Bock habt, mit was ihr füllen wollt. Ihr müsst euch nicht an irgendwelche Rezepte halten.
Und weil wir jetzt gesagt haben, wir haben das Karottengrün und daraus machen wir jetzt ein ganz schnelles Pesto. Wir machen das Karottengrün. Ja. Macht ihr Karottengrün, ein bisschen, natürlich wascht ihr das vorher. Dann habt ihr Pinienkerne, die ihr angebraten habt, angeschwitzt habt, angebräunt habt. Ein bisschen von unserem Salz dazu, ein bisschen Pfeffer und jetzt ordentlich Olivenöl. Guckt beim Olivenöl, dass ihr ein gutes Olivenöl habt. Es ist da schon recht wichtig, ein gutes Olivenöl zu haben. Und wenn ihr jetzt das nicht vegan machen wollt, dann nehmt ihr ein bisschen Parmesan und gebt den noch dazu. Ich nehme hier einen ganz normalen Parmesan oder also ihr könnt auch einen Pecorino. Und wenn ihr das vegan machen wollt, könnt ihr ein bisschen Hefeflocken. Hefeflocken haben ein bisschen, den Geschmack von Parmesan ersetzt es sehr gut. Also Hefeflocken anstatt Parmesan. Da machen wir jetzt den Deckel drauf. Und das verarbeiten wir jetzt zu einem wunderbaren Pesto. Da das jetzt recht laut ist, das will ich euch nicht antun, gebe ich jetzt mal zurück ins Studio. Und wenn wir jetzt dann gleich wieder einschalten, dann haben wir ein perfektes No-Waste-Gericht gemacht mit einem Pesto aus Karottengrün. Oh, großartig. Ja. Ich wünschte wirklich, ich wäre jetzt in einer der Gruppen, ich stelle mir ja so vor, die Erstsemesterstudierenden sitzen da jetzt alle in Gruppen und feiern dieses Finale und kochen dabei. Ich hoffe es. Und wir sitzen hier mager im Studio und ich wünschte, ich wäre da dabei. Aber Philipp sitzt gleich drüben im Zentralgebäude. Vielleicht kommt er nachher noch rüber oder wir gehen schnell rüber. Aber erstmal schön, dass du da bist. Sven Prinrepke, Leiter der Konferenzwoche. Ahoi. Ahoi. War es so, wie du es dir vorgestellt hast, die Konferenzwoche? Du hast ja lange geplant. Geplant haben wir lange. Das konnte sie natürlich nicht sein. Bei diesen Schatten, die sozusagen von Russland ausgehen, war das nicht anders möglich. Das hat also das haben wir ja schon öfter betont, natürlich eine unglaublich ernste Komponente bekommen. Und das wird uns ja auch noch lange begleiten. Das werden wir nicht so ganz schnell wieder wegbekommen. Also insofern war es nicht so wie geplant, aber wir haben versucht, etwas daraus zu machen. Und an der einen oder anderen Stelle konnten wir vielleicht auch einen Punkt machen. Das erste Semester ist ja jetzt mit heute, oder beziehungsweise dann noch die paar Klausuren, die noch kommen, geschafft. Wie geht denn die Reise dann weiter? Können Sie dazu was sagen? Wie geht die Reise weiter? Also hoffentlich mit auch ein bisschen vorlesungsfreier Zeit, in der ein bisschen Ferien möglich sind. Ich sage ja immer, zwischendurch ist es gut, auch mal bei all der Selbstoptimierung und die eine große Rolle spielt. Und wir sagen ja auch, Persönlichkeitsbildung ist wichtig. Ich empfehle den Studierenden immer, machen Sie auch zwischendurch mal etwas, was nicht dauernd befragt wird, auf Nutzen und Zweck. Also auch etwas nicht Zweckrationales, gerade in der vorlesungsfreien Zeit zu machen. Aber dann geht es natürlich mit dem zweiten Semester weiter. Mit dem zweiten Semester, in dem dann ja die Major in größerem Umfang studiert werden, der Minor dazukommt und dann mit dem Komplementärstudium gestartet werden kann. Und das ist dann nochmal spannend, glaube ich, für alle. Ja. Also wie wähle ich mir das alles zusammen? Wie geht es mit meinem Studium weiter? In all dieser Wahlfreiheit, intensiver in den Major eintauchen. Und ich hoffe, dass es allen so viel Spaß macht, wie uns, das ganze Programm zusammenzustellen. Und eine Möglichkeit ist natürlich dann auch, spannende Seminare zu wählen. Und ein Seminar wird sich auch mit der Utopie-Konferenz beschäftigen, die wir Ende August, Anfang September hier haben werden. Also die eine oder der andere Student wird vielleicht Interesse haben, in so ein Seminar zu gehen. Es gibt dann auch wieder die Vorbereitung für die Startwoche. Dazu suchen wir auch wieder Tutorinnen und Tutoren. Das wäre ja auch interessant für euch, für die jetzigen Erstsemesterstudierende. Und dann irgendwann gibt es auch wieder eine Konferenzwoche. Also es gibt eine ganze Menge Angebote, bei denen man auch wirklich mitwirken kann.
Im Komplementärstudium kann man, pass auf, wir hören hier gar nicht wieder auf, da hast du was gefragt. Gib mal ein paar Tipps noch, das ist Im gut. Komplementärstudium lässt sich zum Beispiel das Profil Debattenkulturen und Kritik belegen. Das war gestern Abend der Talk hier was dazu, ne? nämlich, genau, da wollte ich nochmal anknüpfen, mir liegt ja dieses Projekt Debattenkulturen sehr am Herzen und da kann man ein Profil im Komplementärstudium belegen, also wenn man man kann natürlich die Seminare auch alle einzeln belegen, aber es gibt eine Folge von Seminaren, die sich eben mit Debattenkulturen, mit sprachtheoretischen Grundlagen und ganz sprachpolitischen, praktischen, konkreten, sprachgesellschaftspolitischen Dingen beschäftigen. Und auch da hoffe ich, dass es für alle genauso spannend ist. Also immer wieder diese Brücke zu schlagen zwischen wirklich theoretischen Grundlagen und ganz konkreten Analysen und praktischen Überlegungen, was heißt das für mein Sprechen. Also ich merke wirklich, dass es immer wieder was mit mir macht, wenn ich darüber nachdenke. Kann man beide Seminare belegen, die ihr jetzt zum Beispiel hier vorgeschlagen habt? Ja, die stehen nicht in Konkurrenz, denn bei mir wird es sozialwissenschaftliche Perspektive Praxis sein. Ja. Ich vermute mal, das wird bei dir anders ausfallen. Genau. Ja, dann let's go, würde ich sagen. Sehr cool. Bevor wir gleich den nächsten Salzkristall verleihen, würde ich sagen, wir schalten noch mal ganz kurz zu Philipp und schauen uns das Pesto an. Wie bitte? Wir haben jetzt natürlich die Ravioli schon fast fertig gefalten. Wir brauchen ja auch ein paar, weil 2 Ravioli reichen nicht, um satt zu werden. Deswegen machen wir noch ein paar. Wir haben Wasser aufgesetzt, das Wasser ordentlich salzen, weil wir jetzt nicht so viel Salz in den Teig reingemacht haben. Ich habe Wortfindungsstörungen. In der Zwischenzeit haben wir uns natürlich ein Pesto gemacht aus dem Karottengrün. Und ich mag das gern, sei es jegliches Pesto, Basilikum oder Rucola, wenn ihr noch ein bisschen Struktur in dem Pesto habt. Das muss nicht so ganz fein sein, aber wir haben jetzt aus dem Karottengrün ein wunderbares Pesto. Ganz easy, ihr müsst nichts wegschmeißen und jegliche Reste, die ihr übrig habt, von den Schalen, von den Karotten, von dem Sellerie, von den Zwiebeln, nicht wegschmeißen, in eine Tüte einfrieren oder direkt in eine Brühe draus kochen. So habt ihr eigentlich keinen Fluss, keine Reste bei unserem Essen. So kann man Reste verwerten. Wow, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Dann müssen die ja wahrscheinlich nur noch in den Topf. Ich habe gehört, Philipp hat mir erzählt, wenn man kein Karottengrün hat, gibt es ja ab und zu den Fall, ne? Dann kann man auch Rucola nehmen. So viel vielleicht nochmal dazu. So, jetzt kommen wir aber noch auch zu sehr, sehr anderen wichtigen Themen, nämlich der Verleihung ich hole ihn raus. Tada! Wo ist er? Hier. Ich habe hier so viele Salzkristalle mir gemobst. Ach so. Der 3. Lüneburger Oscar, der Salzkristall. Hier ist er. Und ihr erzählt uns einmal, wofür wir den jetzt gleich vergeben werden. Genau. Das war eben schon die Überleitung mit dem Debattenkulturenprojekt. Das ist durchaus, ich war ja nicht in der Jury, ich bin da nicht gebiased in die Jury gegangen, ne? Also nicht, dass das jemand denkt. Aber es ist ein Projekt, also was die Jury am allermeisten überzeugt hat, dass hier ein echtes, robustes, empirisches Forschungsdesign umgesetzt wurde. Ihr könnt wieder fragen, waren das Erstsemester? War das Erstsemester? Es ist unglaublich, ja, es waren Erstsemester. Es wurde ein echtes, robustes, empirisches Forschungsdesign umgesetzt. Und zwar hieß das Projekt Algorithmen und soziale Ungleichheit im digitalen Zeitalter. Für mich, ich habe das immer für mich abgespeichert unter dem Titel Filterbubbles. Da geht es um über Filterbubbles und deswegen Bezug Debattenkulturen wird seit einigen Jahren intensiv debattiert. Was machen Filterbubbles mit Meinungsbildung und sowas? Ne? Häufig wird ja gesagt, sie tragen Anteil an der Radikalisierung von Personen und Gruppen oder an der Spaltung der Gesellschaft oder solche Sachen. Und da hat sich diese Gruppe gefragt, wie groß ist da der Einfluss wirklich? Was passiert da wirklich? Und die haben was ganz Faszinierendes gemacht. Die Gruppe hat 3 Handys komplett platt gemacht und neu aufgesetzt. Und dann mit Hilfe 3 fiktiver, anfangs gemäßigter Personen haben sie sich, ich zitiere aus der Beschreibung, von Algorithmen leiten lassen und politische Bubbles auf Instagram erforscht. Also die haben jeweils auf einem dieser 3, also auf allen 3 Handys Instagram gestartet und dann haben sie begleitet von wissenschaftlicher Recherche, also theoriebasiert, also auch ganz tolle Theoriedokumentation, sind sie so quasi undercover gegangen und haben Fragen über die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit gestellt, indem sie geguckt haben, wie sich über einen längeren Zeitraum auf diesen
Handys der Feed verändert, wenn sie eben bestimmte, also einmal ganz links wählen, einmal ganz rechts gehen und einmal eher mittig. Und das war wirklich faszinierend, was dabei rausgekommen ist. Die haben ein komplexes Thema wirklich wunderbar auf ein empirisches Setting runtergebrochen. Ich meine, ich bin Philosophin, ich mache ja viel Theorie und staune immer, wie hier wirklich Erstsemesterstudierende so ein richtig klasses empirisches Forschungsdesign umgesetzt haben. Ein bisschen plakatives Setting, ne, so Instagram und rechts und links und ja auch schon auch eine plakative Frage mit den Filterbubbles, aber dann ganz toll verständlich den Forschungsprozess erklärt und haben dann noch teilgeleitete Interviews mit den gefolgten Profilen gemacht. Also unglaublich. Und das hat mich natürlich im Kontext auch dieses Nachdenkens über Debattenkulturen und Sprache und politische Meinungsbildung ganz besonders interessiert. Also ganz toll. Ja. Ich muss aufhören zu reden, sonst wirklich klasse. Wird das zu lange. Ganz toll. Meine Aufgabe ist es jetzt zu sagen, wer den Preis bekommt. Den Salzkristall 2022 bekommen Emily Prager, Lisa Mahnke, Finn Latendorf, Josias Max und Lasse Kupfer. Herzlichen Glückwunsch! Und da sind Sie uns zugeschaltet. So, auch für euch gibt es natürlich für jede von euch einen Salzkristall. Das ist eine Urkunde, haben wir gehört, und natürlich auch ein digitales Abo der Enorm. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, wir fühlen uns sehr geehrt. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Sie haben schon gehört, wie beeindruckt wir waren. Wir haben ja kurzen Moment noch für Fragen, was mich besonders... Lass dir Zeit, alles gut, Darf Steffi. ich? Ja, genau. So, ich habe eben schon gedacht, ich habe so lange geredet, wenn ich mich da wenn wir schon einmal drin so sind, in dann machen wir Begeisterung weiter. spreche. Mich interessiert besonders dieses forschungspraktische Moment. Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Interviews? Sie haben dann ja noch Interviews geführt mit Leuten aus diesen unterschiedlichen politischen Spektren und da habe ich auch Respekt davor. War das schwierig? War das ganz einfach? Wie waren da Ihre Erfahrungen damit? Das kam ganz auf den Account drauf an. Also ich persönlich habe den linken Account geleitet und dort Accounts interviewt. Und dort habe ich auch viele Antworten erhalten und vor allem von der Linksjugend sehr ausführliche Antworten auf meine Fragen. Leider war das auf dem rechten Account nicht so einfach. Da haben wir 30 Accounts anschreiben müssen, nur um ein paar Antworten auf einzelne Fragen zu erhalten. Ja. Das war's schon. Du hattest eben so groß angekündigt, dass du so viele Fragen hast. Genau, also ich weiß nicht, Sven, du hast glaube ich auch noch eine, sonst frage ich weiter. Naja, ich muss vor allem die Gelegenheit grüßen, keine Frage, sondern wirklich einen Gruß aussenden, nämlich an den Seminarleiter Norman Laws, ein guter Kollege von uns, der inzwischen bei der hessischen Landesregierung arbeitet. Also viele Grüße an Norman. Und da frage ich doch die Gruppe, wie war die Zusammenarbeit im Seminar? Es ging ja, die große Überschrift war ja Kapitalismus 4.0, soziale Ungleichheit im Zeitalter der Digitalisierung. Wie war die Erfahrung im Seminar? Wir hatten sehr viele interessante Inhalte zu Beginn des Seminars, aber haben uns dann vor allem auch auf die Gruppenarbeit fokussiert, so die meisten Wochen. Ja, genau. Und wie war dieser Wechsel, das würde mich noch interessieren, als irgendwann die Nachricht kam, wir treffen uns nicht mehr in Präsenz, sondern jetzt wechseln wir ins Digitale. Wie haben Sie das hinbekommen? Das war für uns zum Glück kein Problem, beziehungsweise hat uns das auch teilweise gefreut, weil unser Seminar montags 20:15 Uhr losging, also zu einer sehr späten Uhrzeit. Und da klappt man lieber mal den Laptop auf, als irgendwo hinzufahren. Verstehe, also erst die Tagesschau und dann das Seminar. Genau. Ja, cool. Also uns hat das sehr, sehr beeindruckt. Das war besonders kreativ, oder Steffi? Ja, kreativ und eben, was mich so beeindruckt hat, wirklich empirisches Forschungsdesign umgesetzt, entwickelt, umgesetzt, dokumentiert. Ja, geradezu erfunden. Ja. So habe ich das verstanden. Entwickelt, Also wirklich toll. Erfinderengeist. Also das hat uns begeistert. Ja. Also den Salzkristall haben Sie alle zusammen verdient. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielleicht darf ich, wenn ihr uns schon zugeschaltet seid, euch auch nochmal fragen. Und zwar haben wir viel darüber auch heute schon gesprochen, wie das jetzt eigentlich ist, dass es digital war und dass es eben nicht vor Ort war. Und ihr habt ja auch die Startwoche mitbekommen, was so halb war. Wie geht es denn euch eigentlich? Also wie war es für euch jetzt damit, dass das alles hauptsächlich ja digital war?
Also wir haben uns auch für die Präsentation zum Glück in Präsenz getroffen. Wir haben die alle hier in meinem Zimmer in der WG zusammengehalten und das hat das Ganze noch ein bisschen vereinfacht, ja. Okay, ja, selbstverständlich. Da habt ihr recht. Und Stichwort vielleicht nochmal zusammenkommen. Ravioli, passiert das heute noch? Passiert das vielleicht nächste Woche? Gibt es irgendeinen Stand der Dinge? Ich hätte auf jeden Fall Bock, ja, aber eine Nudelmaschine müssten wir uns dann noch besorgen. Ja, okay. Oder sonst das Glas, das Steffi hier vorgeschlagen hat. Aber wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch. Salzkristalle gehen raus, Urkunden gehen raus und das digitale Abo auch. Alles Gute für euer zweites Semester und vielen Dank für dieses großartige Projekt. Ja. Wir haben zu danken. Dankeschön. Das sind übrigens, das möchte ich vielleicht gern noch sagen, 1., 2., 3. Salzkristall ist keinerlei irgendwie Stufung, also dass jetzt der erste Preis war und der dritte Preis oder die waren alle 3 gleichwertig, richtig großartig und alle klasse. Hervorragend. Hervorragend. Und jetzt haben wir noch etwas. Etwas Besonderes. Eine große Überraschung. Wir haben noch einen Salzkristall zu verleihen. Einen absoluten Sonderpreis. Besonderen Sondersalzkristall. Schreib nochmal in meine Sondertasche. Einer wirklich hervorragenden Aufführung. Das kann man sagen, die uns alle überrascht hat. Na, das kommt jetzt. Die uns alle überrascht hat und bei YouTube quasi durch die Decke geht oder steil geht, wie man sagt, glaube ich. Ja. Oder, Cornelius? Also jedenfalls von dass es steil geht? Oder ist das schon wieder 3 Jahre her? Ich bin ja auch nicht mehr erstes Alte Semester, Menschen fragen hier über, das kann man vielleicht schon so lassen wir sagen. das lieber. Ja. Auf jeden Fall hat das, glaube ich, die allerbesten Klickzahlen, wenn wir in die Mediathek gucken, von allen unseren Sendungen. Tut mir leid, Cornelius. Na, ich könnte mir vorstellen, dass die Abschlussveranstaltung, die wird jetzt noch kommen. Das wird schon noch. Kommen. Also vielleicht sollten wir dann gar nicht mehr Livestreams machen, sondern nur Theaterstücke hier aufführen. Genau. Aber wer bekommt den Sonderpreis, Steffi? Wer bekommt den Sonderpreis? Das bekommt das Seminar, das die Theater-Performance in Form eines Films Up and Away produziert, eingeübt, umgesetzt hat. Also Produktion Up and Away, das ganze Seminar. Wir haben nicht alle Namen hier, aber unter Leitung von Friedrich von Mansberg vom Theater. Ganz herzliche Glückwünsche. Eine Monddystopie. Eine Monddystopie. Ich musste denken an, wir hatten das auch schon mal bei einer der Utopiekonferenzen. Da gab es mal ein thematisches Fenster zu Mondutopien. Allerdings. Und bei mir lief die ganze Zeit, genau. Bei mir lief als ich das guckte, ich war ganz, ganz fasziniert. Und wir haben ja immer wunderbare Theaterperformances gehabt die letzten Jahre. Und also das ist nochmal wirklich eine neue Liga aus meiner Sicht. Ja. Also einmal die Performance selber und dass die ja auch unter diesen besonderen Bedingungen ursprünglich geplant als Theaterperformance dann nochmal umgesetzt wurde in einen Film, der ganz, ganz großartig ist. Also ich habe es mir live angeguckt und war total begeistert, wie in dieser Dystopie, also in einem wirklich kurzen Film, wie lange hat der? 24 Minuten, meine ich. So unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, also ganz viele gesellschaftliche Probleme wirklich adressiert werden und ästhetisch auch ganz wunderbar gemacht. Schauspielerische Leistung sehr, sehr gut. Ja. Mich haben auch die Stimmen sehr angesprochen. Auch das war, glaube ich, ziemlich einmalig und vor allem eine überzeugende Regie und Produktion. Du hast es erwähnt. Toll. Wirklich. Darf ich nochmal nachfragen, du hast es auch live gesehen, hast du gesagt? Oder? Ich habe die Premiere, die Weltpremieren-Ausstrahlung die ist gesehen. Digital. Ich dachte, du saßt im Theater. Nein, das ist ja als Film produziert. Genau. Also das ist ja nicht einfach, gibt es ja auch, also was weiß ich, Oper für den Staat wird abgefilmt und das ist es dann. Nein, das ist eine richtig gute Filmproduktion geworden. Und das ist, finde ich, was ich nämlich jetzt in 2 Jahren Pandemie wirklich bei den wenigsten Theatern so gesehen habe. Ich meine, ich habe ja auch Theater gemacht und bis heute. Ich mache eigentlich immer noch, mein ganzes Leben ist nur Theater. Und ich habe in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet vom Theater und war nämlich gerade zu Beginn von der Pandemie. Und da ging es eben darum, okay, wie kann man dieses Gefühl von Körperlichkeit so überzeugend darstellen, dass es nicht ein Film ist, sondern immer noch Theater, aber so, dass wir es gerade nicht aufführen können, sondern nur medial zeigen können. Und ich finde, das haben die wirklich sehr, sehr stark gemacht. Absolut. Ganz, ganz toll. Und wir haben überlegt, das war ja jetzt nicht in diesem Sinne die Prüfungsleistung und insofern haben wir gesagt, dass also diese Produktion nicht wie die anderen Präsentationen, also das braucht ein super Salzkristall. Absolut. Sehr verdient. Sehr, sehr verdient, auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass wir tatsächlich ganz, ganz langsam hier schon dem Ende hinzukommen. Und du hattest es aber vorhin nochmal angesprochen, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, die Utopiekonferenz.
die ja hier stattfindet und die letztes Jahr schon eine sehr besondere Stimmung hatte auf dem Campus. Ja. Und auch die Republik darüber hinaus. Kannst du uns vielleicht noch 1, 2 Stichpunkte zur Utopie-Konferenz sagen? Weil das auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir ist, weil ich das nämlich so eine spannende Atmosphäre finde, wenn man hier auf dem Campus ist. Wir haben ja schon ein bisschen was verraten am Dienstag. Ja, stimmt. Am ersten Tag, am Abend haben wir ja schon das Thema sozusagen einfach mal verraten. Wir wollen ja die Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Das wird auf jeden Fall unser Thema sein. Und für uns natürlich das Berührendste wird sein, hier sehr, sehr viele Menschen wieder einzuladen. Das ist jedenfalls unser Plan. Wir wollen 1000 Menschen aus der ganzen Republik, vielleicht darüber hinaus. Davon gehen wir jedenfalls hier aus, auf dass dem das möglich Campus haben, sein wird. dass das möglich sein wird. Das hoffen wir. Und natürlich bewegt uns auch bei dem Thema, wie kann man in diesen Tagen überhaupt utopisch denken. Das fällt natürlich extrem schwer. Ja. Das ist gar keine Frage. Und dennoch würde ich sagen, ist es geradezu unsere Aufgabe, dass wir unsere Freiheit wahrnehmen und auf morgen und übermorgen schauen und vor allem auch weiter an Gerechtigkeitsfragen arbeiten. Ja. Auf jeden Fall. Ist eine Frage eben auch der Verantwortung. Und für mich nochmal im Namen des College bin ich besonders glücklich, dass wir in diesem Jahr das Freiheitsthema haben. Also einmal aufgrund der weltpolitischen Lage, wo auch das Freiheitsthema für mich nochmal eine ganz besondere, wirklich eine existenzielle Tiefe gewinnt oder existenziell fühlbare Tiefe hat es ja sowieso. Und dann eben auch fürs College, wo wir so viel mit dem Liberal Education, so viel von Freiheit sprechen. Ja. Und das freut mich sehr, dass wir das da vertiefen können. Ja, das ist diese Tiefendimension, von der du da sprichst. Und das andere, um nochmal auf unsere Gästin zurückzukommen, die wir heute am Anfang hatten, spielt natürlich auch eine Rolle. Wir sprechen natürlich bei Nachhaltigkeitsfragen häufig darüber, dass wir auf irgendwas verzichten müssen, dass wir etwas bewahren müssen, beschränken müssen. Und das Freiheitsthema fokussiert eigentlich nochmal die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Für was wollen wir kämpfen? Für was wollen wir uns begeistern? Und das würde ich gerne mit den Studierenden, aber natürlich auch mit vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft im Sommer besprechen. Auch dort haben wir ja viele Studierende an Bord, die sich jetzt schon quasi in diesem Moment, wenn ich nur an Sarah und Florian denke, die sich damit Tag und Nacht vielleicht nicht, aber doch schon sehr intensiv beschäftigen. Und es lohnt sich, glaube ich, dabei zu sein. Ende August, Anfang September. 30. August bis zum 2. September. Genau. So sieht's aus. Und ich finde, das passt vielleicht auch noch ganz gut zu. Das hat Daniel Marina Weißmann gefragt beim Zukunftsstadt-Magazin. Da hat er gefragt, ist heute ein guter Tag, um über die Zukunft zu sprechen? Und da hat Marina Weißmann gesagt, es gibt keinen besseren Tag als heute. Ja. Und ich bedanke mich heute ganz herzlich bei euch, dass wir auch gemeinsam, wie Daniel und Annika ja auch, Startwoche gemeinsam gestartet sind und hier jetzt heute das große Finale hatten. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche das immer den Semestern, die wir eben hier hatten. Alles Gute fürs zweite Semester und bei euch auch alles Gute fürs nächste Semester. Vielleicht so, oder? Ja, ist auch fast das zweite. Ja. Fast das zweite. Fast das zweite. War uns eine Freude. Ebenso. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ist es ja so, dass Philipp Zitterbart, unser Koch, schon einiges vorbereitet hat und eben die Nudeln im Salzwasser hin und her geschwenkt hat. Und ich glaube, dass er sich tatsächlich auf den Weg ins Studio gemacht hat. Und ich sehe tatsächlich auch schon, dass er auf mich zukommt. Und ich würde sagen, es ist auch langsam eine Richtung, wo man es schon riechen kann. Wow. Nee, ja? Bitteschön. Dankeschön. Na, also jetzt nicht, dass die Leute denken, ich habe das hier nur gemacht, weil ich... Du performst hier so gut und musst so viel arbeiten, dass ist die Stärkung einfach, sei dir nur gegönnt. Philipp, bitte setz dich zu mir. Vielen, vielen Dank. Ich stelle das mal vielleicht, wir haben ja hier auch noch so eine Tischkamera. Das ist doch vielleicht ein schönes Bild hier nochmal mit den Ravioli und den Salzkristallen, wenn ich die hier nochmal so ein bisschen trapiere. Das hast du richtig fix gemacht. Naja, also es geht schnell, es geht bestimmt auch noch schneller, aber das ist schon ein schnelles, aber glaube ich gutes Gericht, wie das jetzt hier so steht. Hoffe ich. Also ich glaube. Also wenn man jetzt darauf zurückgeht, beziehungsweise darauf ausgeht, auf No Waste und alles zu verwerten, haben wir hier mit dem Pesto aus dem Karottengrün auf jeden Fall die Nuance gemacht. Ich finde es großartig, vegetarisch oder vegan hast du auch noch direkt mitgemacht und danach noch No Waste. Wollen wir probieren? Sehr gerne. Es tut mir so leid, es schauen mich jetzt alle so ganz böse neidisch an und man sieht, das Ding ist ja, die Maske verdeckt ja so das halbe Gesicht, aber man sieht in den Augenbrauen den Neid. Ich lasse euch was übrig. Es sieht richtig gut aus. Vielen, vielen Dank.
Machst du das öfters? Ravioli? Ravioli? Ja. Ravioli mache ich. Ich liebe Pasta. Pasta. Also ich liebe Pasta. Pasta geht immer. Geht immer, das stimmt. Oder? Ja. Also jetzt probier jetzt erstmal und dann kannst du sagen, ob die Pasta immer geht. Das geht mehr als immer. Können wir 3-mal am Tag machen. Wow. Also ich weiß, dass es gut schmeckt, weil ich es gemacht habe. Philipp, meine Güte. Aber es schmeckt echt gut. Das ist richtig gut. Also, das ist richtig gut. Ich kann nur an dieser Stelle empfehlen, mach das zu Hause. Wirklich. Das ist richtig gut, Philipp. Danke. Das heißt, Zutatenliste hatten wir ja gepostet. Genau, ich mache, glaube ich, noch ein schönes Video. Das kann dann Pascal auf der Instagram-Seite vielleicht nochmal teilen. Oder es gibt bei mir auf dem Kanal, da mache ich das nochmal in schön und in Zeit, ja, ne? Das habe ich mir ja Zeit zu investieren. Wie heißt der Kanal? So wie ich heiße, Philipp Zitterbart. Auf YouTube? Nee, auf Instagram. Auf Instagram. Also auf YouTube bin ich jetzt nicht so. Ja, aber Instagram ist ja eh viel mobiler und viel besser. Großartig. Vielen, vielen Dank. Wir essen das gleich direkt weiter. Philipp, ein herzliches Dankeschön an deine Kochkünste, die du uns heute hier bewiesen hast. Sehr, sehr, sehr gerne. Und schaut euch das alles zu Hause noch an, was wir für euch vorbereitet haben. Und an dieser Stelle würde ich dann auch mal sagen, meine Güte, wir haben es geschafft von der Startwoche bis zur Konferenzwoche mit 2 richtig großartigen Studios und das muss man auch sagen, 2 richtig großartigen Teams. Denn auch diese Konferenzwoche hatten wir wieder so viele wunderbare Menschen, die so viel Bock hatten, was zu machen und die zusammengekommen sind und die sich an die verschiedensten Hygienemaßnahmen hier halten und trotzdem jeden Tag mit einem Lächeln unter der Maske, man kann es erahnen, zur Arbeit kommen. Und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit jedem von euch zu arbeiten, sei es Studio, Programm oder Organisation. Vielen, vielen Dank also an euch. Dann nochmal der Hinweis dazu, dass alle Streams natürlich verfügbar sind auf www.leuphana.de/Konferenzwoche, so rum. Und einen herzlichen Glückwunsch an die PreisträgerInnen des Salzkristall 2022, aber auch an alle anderen Projekte. Ihr habt wirklich richtig, richtig klasse Sachen gemacht, was ich hier erleben durfte. Ich bin von so vielen klugen Menschen umgeben und das seid tatsächlich ihr alle. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir zugehört habt. Macht's gut. Ich drücke euch alles für alle Daumen, alle Zehen, was ich habe fürs 2. Semester. Und ich glaube, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber einfach nochmal ein großes Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf dem Campus. Das war die 15. Leuphana Konferenzwoche. New Deal, Green and Peaceful. Macht's gut. So, und jetzt geht's hier mal weiter. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Ein fulminantes Moin. Stille Hörsäle, viel zu viele Kartoffelspalten, die in der Mensa noch nicht gegessen wurden. Der ganze Campus leer? Nein, denn eine kleine Gruppe an Konferenzwochenbegeisterten hat sich mit ausgefeilter Licht- und Tontechnik hier eingenistet und bringt digitale Diskurse direkt zu dir nach Hause aufs Sofa. Ich schmuggel euch mal rein. Hi, ich bin Karin, ich bin Teil des Programmteams und während der Konferenzwoche kümmere ich mich um die Maske und um die Verkabelung unserer Gäste. Hi, ich bin Sarah, ich mache die Aufnahmeleitung und ich sorge dafür, dass vor, während und nach der Sendung alles glatt läuft. Hallo, ich bin Marie, ich mache hier die Bildmischung und eigentlich drücke ich hier die ganze Zeit nur Knöpfe. Seid ihr ja schon wieder.
Ja, wie ihr seht, es steckt hier richtig viel Arbeit drin, aber das Ganze bringt ja nichts, wenn die Mbits nicht bei euch zu Hause ankommen. Ich schicke euch mal zu einem Erstsemestler. Das klingt nicht, als wäre das hier 500 Meter weit oder so, sondern das wirkt Studio. Ja, aber das wirkt richtig so professionell eben halt. Einer der positiven Punkte, den wir sehen, ist, dass die Abkehr von der Abhängigkeit von russischem Erdgas und die Energiepolitik, die Energiewende deutlich schneller durchführen, als das bisher geplant war. Wenn man halt auch mit so vielen anderen irgendwie gemeinsam das sich anschaut, dann definitiv, dann hat man direkt den Austausch irgendwie gemeinsam und kann darüber reflektieren, was gesagt wurde. Ja, und diskutieren auch, sodass man einen Diskurs Ich glaube eigentlich auch, dass so manche Menschen jetzt eine Stimme kriegen, die sonst vielleicht zu schüchtern gewesen wären, das öffentlich gesagt zu haben. Und ich glaube, das ist auch so eine Möglichkeit von Online-Formaten, dass jeder was sagen kann irgendwie. Weil sie doch häufig prägnanter sind und vielleicht noch klarer ins Thema hineinführen können. Also insofern ambivalente Bewegungen. Dass wir auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen und von ganz verschiedenen Perspektiven Wandel erzeugen müssen und Veränderungen. Erstis bringen total viel Impulse mit in die Stadt. Das, was ich aber schön finde, ist, dass ich immer wieder erlebe, dass Studierende dann nicht nur im ersten Semester sich engagieren, sondern dass das immer weitergeht. Also dass es wirklich so dieses Impuls geben, Initiativen ergreifen in der Stadt, dass da ganz viel in die Stadt reingetragen wird. Also das ist ja eigentlich das Hauptanliegen der Konferenzwoche, dass wir eigentlich die Studierenden, vielleicht sogar die Öffentlichkeit dazu ermutigen wollen, eben demokratisch wirksam zu sein. Und da ist der allererste Schritt immer, dass wir uns untereinander verständigen. Für mich ist der New Deal Transformation. Flexibilität. Vision. Umformung. Aktivismus. Fortschritt. Veränderung. Umdenken. Gerechtigkeit. Gemeinwohl. Was der New Deal für mich bedeutet, ist am ehesten, dass man all die verschiedenen Ideen, die sich irgendwie entwickeln, zusammenbringt und dass man diese Fäden verbindet und dass man überall an der Kreativität und Intelligenz von verschiedensten Personen das anzapft und miteinander irgendwie verbindet. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. We live and live in the top of the sky. There's no room for anything more. We live and live in the top of the sky. There's to elevate. Ori mi kò lè hibernate. Àwọn bad belle want to suffocate. With the bad doing the jollificate. Ọlá tó bí yẹ mọ pariwo yé. Owó tó bí yẹ mọ pariwo yé. Mọ́tò tó bí yẹ mọ pariwo yé. Pariwo yé, yẹ mọ pariwo yé. Mo ti gbà náà. Mo ti gbà náà. Mo ti gbà náà. Mo ti gbà náà. I'm the man, I'm the one that got the bigger man. Yeah. Baby, oh, yeah, rotate it till the fan. Yeah. Over popcorn in the bullion van. Yeah. I be bad, yeah, if you're not the fan. Yeah. I see I got your shoes.
lose, go to see you. Yeah. Wanna cold, but I no go wish you. Yeah. Bad job, so I want to fish you. Yeah. But then I bit the boss, but I miss you. Yeah. Busy in the morning, move at DJ. Yeah. Move at freaking one, move at replay. Yeah. I like the way you shake that the cape. Yeah. Yeah, bump, bigger than bumping. Yeah. Put it on me, I'm a malasco. Yeah. Don't apologize, darling, mush you. Yeah. I just wanna call you, I hold you. Yeah. Oh, the love will bend it up, will wash you. But it's bad, no,